Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal dreht sich's nicht direkt um die Stadt, aber doch irgendwie schon. Es dreht sich fast um die Stadt. Also es hat schon was mit der Stadt zu tun. Also deswegen ist auch der Titel hier in der Playlist vermerkt mit einem Stadtvideo. Und zwar haben wir sehr viele Anfragen bekommen, was wir jetzt alles noch für Pläne haben, wie es bei uns weitergeht. Und vor allen Dingen, was noch in diesen ganzen Kisten drinnen ist, die so rund um die Stadt noch so herumfliegen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir sind selbst sehr gespannt, was noch so alles in den Kisten drinnen ist. Und wir haben noch so einige Pläne und vielleicht könnt ihr uns ja gute Ideen geben, was wir mit diesen ganzen Sets und Einzelteilen, die in den Kisten drin sind, noch so machen können. Und ich würde sagen, Rita ist meine Assistentin und wir werden uns jetzt gleich mal auf die ersten Kisten stürzen. Die sich hier unter unserem tollen Stadtplatz befinden. Und zwar haben wir hier, ist ganz egal, mit welcher wir starten werden. Wir haben hier mal, es gibt jetzt Kisten, die sind interessanter und welche, die sind nicht so interessant. Genau, hier haben wir noch alle möglichen Fliesen zur Verfließung von den Gehsteigen, von den Wiesen und so weiter. Ja, eine ganze Tüte mit weißen Fliesen, wo wir noch nicht wissen, was wir damit machen sollen. Die dunkelgrauen sind für die Gehsteige. Also wie gesagt, das hier sind unsere Fliesen. Weiter geht es hier mit anderen Stadtgestaltungselementen. Und zwar haben wir hier schon fix und fertig vorbereitet die alten klassischen Straßenlaternen. Genau. Ups, die rote sieht ein bisschen komisch aus. Ein oder zwei rote sind dabei und die anderen sind alle weiß. Genau, mit diesen coolen durchsichtigen Köpfen. Genau, die haben wir extra mal nachbestellt vor kurzem. Das sind Mistkübel. Genau, also unsere Stadtbewohner sind ja wahre Recycling-Profis, deswegen auch Mülleimer. Und dann sind hier, glaube ich, noch alle möglichen speziellen Bricks. Also das hier sind zum Beispiel wie so Holz, die so aussehen wie Holzoptik. Also wenn man zum Beispiel Blumenbeete macht, dann kann man die ganz gut verwenden. Und hier ist jetzt die große Kiste. Wir bekommen ja immer wieder Anfragen, warum unsere Stadt noch so kahl ist und es gehört ja alles viel mehr begrünt. Und ja, Freunde, wir haben einiges an Grünzeugs und Vegetation hier. Und auch Tiere. Und wir haben auch Tiere, genau, eine Eule zum Beispiel. Der Hedwig. Und wir sind auch dabei, Schlangen, dass wir das alles noch in die Stadt einbauen, aber das ist sehr viel Arbeit. Größere Tiere, hier zum Beispiel der Kraken. Tiere aus allen möglichen Sets und Jahrzehnten. Dann ein paar Wasserteile, von denen haben wir aber leider derzeit noch zu wenig. Denn wir wollen ja den Strand dann, also den Strand nicht, aber das Meer dann mit diesen Wasserteilen machen. Und natürlich sind das noch um einige zu wenig. Da müssen wir noch nachbestellen, glaube ich. Dann noch für Baumstämme haben wir noch einiges und auch Blumen. Das Blumen-Update habe ich euch letztens schon gezeigt, aber da kommt noch mehr. Denn wir haben schon wieder neue Ideen bekommen, dass wir ja eigentlich Zäune auch aufstellen sollten. Genau so ist es. Es gibt viel zu tun bei uns. Genau. Aber wie ihr seht, wir haben schon Blumen gekauft. Das sind diese Sumpfblumen. Da gibt es so einiges. So, und während Rita hier, wie sich's gehört, jetzt in aller guten Manier hier zusammenräumt, wir nehmen euch jetzt einfach mal mit rund um unsere Stadt und bewegen uns die meiste Zeit irgendwo am Boden unten. Wir haben hier noch ein Sortiment mit allen möglichen Kleinteilen. Ich glaube, das brauchen wir euch nicht besonders genau zeigen. Da sind diese ganzen 1x1er Teile drinnen in allen möglichen Formen. Hier leider kein toller Zug, sondern noch ein unsortiertes Konvolut. Sets aus meiner frühen Kindheit, bitte. Ich glaube, das ist das Segel von einem Piratenschiff, ein Flugsaurier und so weiter. Also das sind großteils Sets aus den frühen 1990ern oder jedenfalls das, was davon übrig geblieben ist. Das werden wir in der nächsten Zeit noch sortieren und auch komplettieren. Okay. Wohin geht's jetzt? Dann geht's hier weiter. Hier ist nichts drinnen, wenn ich mich nicht täusche. Hier haben wir weitere fertig zusammengebaute Sets. Die sind nur ein bisschen angestaubt. Auch aus den späten 90ern und frühen Jahrtausendern. Da sind sogar Star Wars Sets drinnen. Und Basketballer. Ein Basketball
1 vs 1 Set. Also wie gesagt, da sind noch so einige Sachen drin, die wir sicher auch für unsere Stadt verwenden können. Was haben wir hier? Oh, das sind, glaube ich, vorbereitete Sets, die wir noch für unser Zugdepot verwenden können. Und zwar, ich weiß schon, was das ist. Das sind noch 2 Lokschuppen, die nicht zusammengebaut sind. Die lassen wir lieber mal da drin, denn vielleicht bauen wir die auch mal auf. Was hältst du davon, dass wir statt 2 4 Lokschuppen aufstellen können? Das wäre doch mal was, oder? Super. Dann haben wir hier noch, das ist mal allerhand Platten in allen möglichen Größen, Monorail-Schienen noch und nöcher, damit wir unsere Monorail jetzt auch mal aufbauen können. Unsere sortierten Teile. Unser Kleinteile-Sortiment zeigen wir euch in einem separaten Video mal. Dann, Frau Assistentin, hier in diesen Kisten, ja, das sind Bootsrümpfe und auch noch so diverse andere größere Teile, die in den Konvoluten drinnen waren, mit denen wir jetzt nicht besonders viel anfangen konnten für den Moment, aber wer weiß, wir haben schon viele Teile mal gebraucht, wo wir sie gar nicht vermutet hätten. Dann sind hier noch Überreste von einer alten 12-Volt-Bahn, die wir auch, keine Ahnung, ob das überhaupt noch alles funktioniert, und dort unten auch von irgendwelchen Schiffen und Booten. Vielleicht kann man da sogar noch ein ganzes Piratenschiff herausholen. Und hier eine Tüte mit Teilen von, keine Ahnung, Hero Factory oder Bionicle. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Die waren in diesen ganzen Konvoluten drinnen. Bionicle habe ich nie so wirklich eine Verbindung gehabt. Ich auch eher weniger, aber man sagt ja, dass Lego Anfang der 2000er Jahre durch Bionicle gerettet wurde. Also hat auch diese Serie einen Platz in meinem Herzen, obwohl wir gar nicht viel damit zu tun haben. Ja, dann in diese Kiste habt ihr wahrscheinlich schon mal hineingeschaut. Hier sind auch noch Sets aus den 1990er Jahren, ein paar modernere Sets dabei. Wir planen ja noch einen Flughafen zu bauen, da kommt dann auch dieses coole Space Shuttle mit dazu. Dann ein paar dieser limitierten Minifiguren-Sets, die es damals bei, ich glaube, Toys R Us gab, kann das sein? Ja. Also ich weiß noch, wir haben die ganze erste Serie der Harry Potter Sets, die wir haben, gekauft, extra bei Toys R Us, glaube ich, sogar zum Listenpreis, nur um all diese Figuren zu bekommen. Die habe ich übrigens auch schon ausgepackt, die Harry Potter Figuren, und die stehen auch schon beim Hogwarts Castle. Genau, ich glaube, diese Dame, keine Ahnung wie die heißt, ist ja sogar exklusiv in diesem Set erschienen. Die gibt es sonst gar nirgends. Aber die werden wir sicher auch mal auspacken und aufbauen. Was haben wir hier? Oh, das sind wieder alte, halbkomplette Sets aus meiner Kindheit. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an diese Telekom-Radfahrer-Geschichte erinnern. Die gab es ja, glaube ich, nur in Deutschland und einigen anderen Ländern. Nicht überall. Oh, ja, das sieht nicht mehr so ganz gut aus. Werden wir wohl in nächster Zeit mal ein bisschen aufräumen müssen und komplettieren müssen. Okay. Hier haben wir neben so einem kleinen Fußballer-Set auch wieder alte Sets, die komplett aussehen, aber ja, doch ein wenig staubig sind. Oh ja. Ein U-Boot, was aber noch eigentlich ganz gut aussieht. Da fehlt jetzt aber sehr staubig. Staubig auf jeden Fall. Okay. Dann haben wir hier nochmal das große Kaufhaus aus der Modular-Serie und noch so eine Baustelle mit der Setnummer 6600. Einige Boote, einige Bahnübergänge. Und hier noch mal einen fast fertigen Weltraumbahnhof mit einigen Booten. Ja, und dann geht es hier weiter. Diese Sets habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst wieder mal gesehen und auch sortiert. Wir haben auch jede Menge dieser großen Lego-Technik-Sets. Die haben wir mal mitsamt einer kompletten Sammlung gekauft. Und ja, wir kennen uns mit Technik eigentlich gar nicht aus, haben jetzt aber mehrere Kisten davon hier zusammengetragen. Das sind teilweise komplette Sets, teilweise auch, ich glaube, wenn wir diese Kiste öffnen, nur die einzelnen Teile. Also wenn ihr da mal hineinschauen wollt, das ist alles vorsortiert.
Und das wäre bereit für einen Aufbau. Also wenn ihr euch für Lego Technik interessiert und auch da mal was sehen wollt, dann können wir sicher mal das ein oder andere Set aufbauen. Würde dich das interessieren? Ja, wieso nicht? Plus die Frage, was sich halt stellt bei mir ist, wo tun wir die dann hin? Vielleicht habt ihr da eine super Idee, was wir machen könnten. Wir sind ja auch schon überlegen, ob wir die Wände rundherum so weiß lassen sollen oder ob da vielleicht Regale hinkommen. Vielleicht, dass wir das in ein Regal stellen oder vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass wir das irgendwie in die Stadt integrieren. I don't know. Wir werden es mal sehen, was da noch auf uns zukommt. Es sind auf jeden Fall jede Menge Sets da. Auch, glaube ich, hier drin dasselbe in grün. Ja, also mehr oder weniger fix und fertig für den Aufbau zusammengetragene Einzelteile. Jetzt geht es weiter nach hinten. Das ist nur eine leere Schachtel von der Monorail. Was haben wir hier? Ja, das ist das nächste Großprojekt von uns, liebe Freunde. Und zwar sind wir, ja, vielleicht habt ihr es schon mal wo gesehen oder auch nicht, große Fans des Mittelalters. Und zwar haben wir, ich glaube, 5, 6 oder wenn nicht sogar 7 große Lego-Ritterburgen aus den 1980ern und 90ern. Und wir möchten irgendwo in unserer Stadt gerne einen Brunnen oder sowas bauen. Und wenn man da runterfährt, dann leben unten die Leute noch im Mittelalter. Das wäre dann wahrscheinlich irgendwo im unteren Bereich, also nicht auf der Tischplatte, sondern drunter, dass wir da so ein Mittelalter-Diorama machen. Wir haben auch noch sehr viele Pferde und Kahn und Drachen und so weiter. Also wenn euch das gefallen würde, wir können euch die Ritterburgen auch gerne mal zeigen. Das ist schon auch ganz eine coole Serie und da freue ich mich eigentlich schon sehr drauf, wenn wir das mal starten können. Aber wir haben gesagt, wir machen jetzt zuerst mal den Hauptpart unserer Stadt, nämlich die Tischplatte und dann schauen wir weiter. Gut. Weiter geht's. Rita haut sich den Kopf an, weil sie so nervös ist. Ich hoffe, es sind noch alle Gehirnzellen da. Ja, hier die Bay, die ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Wir wissen auch nicht, was wir mit unserem Fußballfeld machen. Das haben wir schon 3, 4 Mal aufgebaut, aber immer wieder runtergegeben. Dann haben wir hier noch eine Kiste mit den ganzen Polybags und kleineren Giveaways, die es so in der letzten Zeit gegeben hat. Viele davon haben wir eh schon aufgebaut. Manche sind hier noch original drinnen. Also das ist alles Mögliche, was Lego in den letzten Jahren immer wieder bei Bestellungen in ihrem Online-Shop dazu gegeben hat. Die Winkelgasse, die aber bei uns schon aufgebaut ist. Also auch das. Dann ist hier unser Zoomok, was wir euch gerne mal zeigen wollen, wenn es fertig ist. Und hier drin, ja, das ist die nächste große Geschichte. Und zwar neben dem Mittelalter-Diorama planen wir auch ein Unterwasser-Diorama. Wir haben einige U-Boote bereits gesehen. Das hier ist so eine Unterwasserstation, die jetzt nicht ganz komplett ist. Wobei das eine Mischung ist aus Ritter und sind Unterwasser. Auch einige Mittelalter-Sachen, die habe ich zur selben Zeit aufgebaut. Aber irgendwo unter dem Strand wird dann also auch noch eine Unterwasserwelt kommen. Dann haben wir mehrere große Flugzeuge. Wird interessant, wo wir einen Flughafen hinbauen können. Keine Ahnung. Und hier sind noch ein paar Sets oder Teile aus Sets, die jetzt momentan nicht so ganz in unsere Stadt hineinpassen oder die wir uns noch nicht herausgeholt haben. Aber wir werden sicher auch für die noch einen Platz finden. Hier noch Raketenzeugs für den Flughafen. Hier drin ist neben einem Technikfahrzeug auch noch so ein Dimensions-Portal oder sogar mehrere. Die wollten wir eigentlich mal in den Vergnügungspark so als eine Art Bühne einbauen. Aber es ist fast kein Platz. Aber der Vergnügungspark ist zum Bersten gefüllt, also wir müssen ihn jetzt wirklich in der nächsten Zeit mal etwas erweitern, glaube ich. Ich möchte auch. So hinter dir unter dem Tisch sind die ganzen Anleitungen und auch die Schachteln unserer Lego-Sets aufbewahrt. Ja. Die müssen wir jetzt irgendwann nochmal sortieren. Die auch von deinem Disney Castle, die werden wir jetzt nochmal sortieren in nächster Zeit und werden sie, ja, werden uns dann vielleicht nochmal vor die Kamera begeben und euch zeigen, wie wir die sortieren. Sehr gut. So, hier sind auch noch
alle möglichen Einzelsteine, die wir gebraucht haben, um zum Beispiel unseren Schneeberg hier aufzubauen. Das sind zum Beispiel lauter so Slopes und 2x4 Steine, 2x3 Steine, alles was man so für den Aufbau braucht. Hier ist das teilweise abgebaute Winterdorf. Wir mussten es ja etwas verkleinern, damit wir die Skipiste einbauen konnten. Es wird aber hier noch in der nächsten Zeit ein Tisch eingebaut, dass es wieder in seiner vollen Form erstrahlen kann. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was das hier ist. Ja, das sind alles Mögliche an Sets, die momentan noch nicht komplett sind oder zum Teil auch schon fertig sind. Das sind auch teilweise nur leere Schachteln. Hier zum Beispiel noch die Schachtel vom 6600 oder hier beispielsweise ein nicht kompletter 4560. Also da müssen wir uns noch ein bisschen kümmern und diese Schachteln zeigen wir euch dann nochmal im Detail. Ich folge dir unauffällig. Fast fertig, oder? Ja, wir sind eigentlich erst bei der Hälfte, aber wir machen jetzt ein bisschen mehr Tempo, denn so viele Kisten kommen nicht mehr. Hier nochmal, damit ihr seht, wie das aussieht, Ersatzteile, Platten für den Schneeberg, hier in der anderen Kiste genauso. Und hier kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsteil, was die Kisten anbelangt, und zwar eine Kiste, die gerade erst vor kurzem bei uns Einzug gehalten hat mit Eisenbahnen. Was denkt ihr denn sonst? Werden wir sicher auch noch irgendwo aufbauen. Das bin ich mir ganz sicher. Und wenn ihr mir hier unauffällig unter den Tisch folgt, wir haben hier noch, oh, das sind die Minifiguren, die zeigt euch Rita mal separat. Ein kleiner Blick, was wir noch so an Waggons da liegen haben. Ja. Und das grande Finale Schienen. macht, die Schienenabteilung. Wir haben hier links die neuen Power Function Schienen, rechts die 9 Volt Schienen, das sind die, die schon geputzt sind, aber wir haben auch noch sehr viele Schienen, die noch die Spezialbehandlung brauchen, denn die sind irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht verrostet, aber irgendwie ein bisschen angelaufen. Die gehören erst gereinigt. Ich habe euch schon gesagt, wenn es euch interessiert, dann können wir euch gerne mal zeigen, wie wir das machen. Hier haben wir auch noch ein paar Kisten mit Waggons, also es gibt noch jede Menge Material, was wir fahren lassen können. Hier auch nochmal Schienen, ein komplett zerstörtes, ich glaube, das ist sogar ein doppeltes Fußballfeld. Das gehört auch mal geputzt und wieder aufgebaut. Und hier dann, da habt ihr eigentlich schon in manchen Videos viel davon fahren gesehen, nochmal Waggons und Eisenbahnen. Die stellen wir immer wieder auf. Die habt ihr zum Teil schon gesehen. Und unser ganzer Stolz, die Santa Fe. Was sagst du jetzt, Rita? Viel zu tun. Wir haben noch sehr viel zu tun. Es gibt wirklich noch sehr viel zu tun. Aber wir sind mit unserer kleinen Tour jetzt mal fertig. Noch ein kurzer Blick auf übrige Straßenplatten, die wir noch haben. Und dann haben wir es wieder geschafft. Hier kann ich euch noch 1, 2 Kisten zeigen. Und zwar haben wir hier noch nicht hineingeschaut. Auch wieder Sets aus den vergangenen Jahrzehnten, die zum Teil noch nicht ganz komplett sind. Da müssen wir mal schauen, vielleicht stellen wir auch sowas irgendwo in die Stadt hinein, keine Ahnung. Das müssen wir uns erst ansehen. Und ich glaube, hier sind noch Unterwassersets drinnen, die für unsere Unterwassergeschichte interessant wären. Und auch ein Set, das ich gerne bald aufbauen möchte. Das ist Duke Kaboom aus Toy Story 4. Ja, denn ich möchte unbedingt den Woody haben für meinen Park. Was Disney kann. Dann darfst du das Schächtelchen gerne öffnen. Ich glaube, das ist sogar noch original verpackt. Ja, es ist immer dasselbe. Wer hat das Set gekauft? Ich natürlich. Und wer nimmt es mir jetzt weg? Rita natürlich. Immer das Gleiche. Aber gut, ja, hast du noch was hinzuzufügen? Also wir haben noch viel zu tun, wie ihr gesehen habt. Sehr viel. Und das, obwohl wir schon die meisten Kisten ausgeräumt haben. Aber wir finden immer wieder ganz coole Schätze. Was ja nichts Schlechtes ist. Und ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt,
wo machen können, zum Beispiel mit dem Mittelalterdorf. Ja, oder auch mit den Lego-Technik-Sachen. Die Also vielen Lego-Technik-Sets. Vielleicht habt ihr da eine super Idee. Wir wissen gerade gar nicht, was wir damit tun sollen. Genau, also wir können euch auch nicht garantieren, dass das jetzt gleich mal passieren wird, dass wir das alles durchforsten, denn jetzt kümmern wir uns trotzdem mal um unsere Stadt. Ja. Aber ja, die hier hinten glänzt. Aber ja, es wird alles noch kommen, also uns wird bestimmt nicht langweilig und euch hoffentlich auch nicht. Das glaube ich. Dann hoffen wir, euch gefallen die Stadtvideos, die wir so machen. Ja. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Wir werden jetzt noch die ein oder andere Kiste aufmachen. Und dann, sobald wir wieder ein Update für euch haben, melden wir uns natürlich. Wenn was Interessantes passiert, seid ihr hier sofort informiert. Da könnt ihr euch sicher sein. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.